Hallo, liebe Stickfreunde, ich begrüße euch heute zu einem Stick mit mir Video oder besser gesagt, herzlich willkommen zur 38. gemeinsamen Stickzeit hier auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr mit dabei seid und heute mit mir gemeinsam sticken möchtet. Ich möchte euch heute mitnehmen an diesem wunderschönen Motiv und das ist die Peppermint Rose von The Cross Stitch Studio. Ja, ich zeige euch gleich am besten, wie sie bis jetzt aussieht. Und hier ist sie schon. Ich werde ein bisschen rauszoomen. Ja, so sieht man das, glaube ich, besser. Also entschuldigt, der Stoff ist nicht gebügelt, denn ich habe hier schon ein bisschen weiter gestickt. Ja, die Peppermint Rose, das war der Mystery Soul von 2023 und wie gesagt, ist von der Cross Stitch Studio und wird 275 Stiche breit und auch hoch, das heißt, sie wird quadratisch. Ich sticke sie auf einem 18 Counter Ida mit CXC Garn und das Motiv hat 99 Farben. Ja, wie gesagt, gestartet im Januar 2023, da hat das Soll begonnen und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das letzte Mal im Mai des letzten Jahres daran gestickt. Also ja, Schande auf mein Haupt. Aber ich habe insgesamt schon 55,54% erreicht. Das heißt, es kommt noch eine Seite darunter, ja, und hier natürlich noch nach rechts. Heute möchte ich hier in diesem Bereich mit euch gemeinsam weiter sticken. Also da wird es viel Konfetti geben. Darum werde ich euch das auch am Pattern Keeper zeigen. Und ja, dann bereite ich alles vor und wir sehen uns gleich wieder. Ja, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich hoffe, ihr seht auch jetzt wieder den Pattern Keeper eingeblendet. Ich werde mir gleich das erste Symbol markieren und das ist die Farbe 778. Ja, ich sticke heute an der Peppermint Rose, einem sehr konfettilastigen Motiv. Darum muss ich sagen, geht es auch nur sehr langsam voran. Ich suche mir die Farbe raus. Ich sticke ja wieder mit CXC Garn. Ja, und ich zeige euch wieder meine Garnkarten. Die kennt ihr ja schon. Diese Kunststoff-Garnkarten habe ich mit Etiketten beklebt und ja, mit der DMC-Nummer. Ich sticke nicht nach Symbolen, sondern immer nach DMC-Nummern, also egal welches Stickmuster ich habe. Ich schreibe mir immer nur die DMC-Nummern auf und nie die Symbole. Also für mich einfach der einfachste Weg zu sticken. Ja, dann werden wir da sticken an diesem Konfetti-Motiv, das ja schon ja, lange ein VIP ist, schon seit Januar 2023, das heißt circa 3,5 Jahre schon. Ja, es geht leider nur sehr langsam voran und ich glaube auch darum, dass ich deswegen das letzte Jahr nicht daran gestickt habe, weil man eben durch dieses viele Konfetti nur sehr langsam vorankommt. Und ich habe es ja schon öfters erwähnt, für mich sind die Muster von der Cross Stitch Studio viel konfetti-lastiger als die Muster von Heaven and Earth Design. Es kann jetzt natürlich nur mein persönliches Empfinden sein, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass diese Muster wirklich viel mehr Konfetti haben. Ja.
Was gibt's sonst Neues? Ich komme gerade vom Garten oder besser gesagt, ich komme vom Pool. Ich war vorher noch eine Runde schwimmen. Es ist ja wirklich sehr, sehr heiß. Also, ihr seht das Video ja jetzt wieder am Dienstag. Ich habe es ja jetzt, aufgenommen am Sonntag und aktuell ist es jetzt 19 Uhr bei mir, Sonntag 19 Uhr, und es hat aktuell im Schatten noch 37 Grad. Also wirklich wahnsinnig heiße Temperaturen und ja, wie gesagt, ich war noch eine Runde schwimmen, bin jetzt hier im Haus und ich habe ja das Glück, unser Haus ist klimatisiert. Das heißt, wir haben überall eine Klimaanlage. Durch das ist es natürlich überall angenehm kühl. Und da kann man dann auch sticken, denn ich glaube, wenn ich jetzt 30 Grad hier im Haus hätte, dann würde ich auch nicht sticken wollen. Da macht das Sticken dann auch keinen Spaß. So, die ersten Stiche sind schon gesetzt. Ich werde abstreichen und sehr gut. 6 Stiche sind gemacht. Ja, ich sticke hier an einer kleinen Seite, denn damals 2023, als dieser Soll begonnen hat, da hat man ja zweimal im Monat eine Seite erhalten und das sind eher kleinere Seiten, also nur, ich glaube, 3.500 Kreuze hat eine Seite. Und ich sticke jetzt einfach so weiter, wie ich damals angefangen habe, also auch wieder so seitenweise, wie damals die Seiten eben ausgegeben wurden. Also alle 14 Tage hat man damals eine Seite bekommen. So, das heißt, ich werde wieder im Feld darunter meinen Faden baken. Ja, es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Motiv. Es gefällt mir ja noch immer sehr gut. Aber wie gesagt, dieses wirklich übermäßige Konfetti, ja, das dämpft dann doch meine Begeisterung und durch das sticke ich auch etwas weniger daran. Aber diesmal haben wir jetzt Glück. Ihr seht, die nächste Farbe habe ich schon markiert. Das ist die 3689. Also hier hat ja alles rosa Rottöne und auch das ist natürlich ein Rosaton. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Nuancen an Rosa und Rot gibt. Ja, 3689. Da gibt's doch einige Stiche mehr zu machen. Das heißt, ich werde mir gleich einen längeren Faden nehmen. Ich habe ja hier auch kurze Fäden auf meiner Garnkarte, aber wir werden gleich einen längeren Faden nehmen. Ja, das Wetter soll ja so bleiben. Also, wie ich gehört habe, mindestens 2 Wochen. Und ja, wir schwitzen hier bei 37 Grad im Schatten. Und ja, da verbringe ich dann doch die meiste Zeit jetzt im Haus, weil es, wie gesagt, hier alles klimatisiert ist und angenehm kühl ist. Und ich bewege mich nur nach draußen, um in den Pool zu springen und ein bisschen mich dort abzukühlen und ein paar Runden zu schwimmen. Obwohl die Pooltemperatur hat mittlerweile auch 31 Grad erreicht. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt eine Abkühlung mehr. Obwohl ich habe es ja gerne so 28 Grad, das Wasser.
Das empfinde ich als angenehm und ich empfinde es auch als Abkühlung noch. Aber jetzt sind wir schon bei über 30 Grad, also ja. Ja, aber wir haben Sommer und ich freue mich eigentlich, dass wir so ein Wetter haben. Aber ich frage mich, wie das dann natürlich weitergehen wird im Sommer, denn eigentlich ist ja noch Frühling und im Frühling schon solche Temperaturen, da frage ich mich dann wirklich, wie wird's dann im Sommer werden, wenn es jetzt schon so heiß ist. Ja, ja, was wollte ich noch zu diesem Muster sagen? Wie gesagt, es ist von The Cross Stitch Studio und leider muss ich dazu sagen, die Designer, also die Besitzer von The Cross Stitch Studio sind jetzt in Rente gegangen. Das heißt, ähm, es gibt auch die Website nicht mehr von The Cross Stitch Studio, dort, wo ich das Muster gekauft habe. Und die haben ja einige tolle Muster designt, also hauptsächlich sehr große Muster. Also das ist ja wirklich ein Mini eigentlich. Und sie haben, ja, der Stil ist so eher, ja, Vintage, ja, so ältere Motive, würde ich sagen, ja. Aber doch einige, moderne und schöne Motive auch dabei. Aber wie gesagt, die Website gibt's ja jetzt nicht mehr, da die beiden in Rente gegangen sind. Also, das ist ein Ehepaar, das hier designt hat. Ja, aber zum Glück sind die Muster von der Cross-Stitch Studio nicht verloren, denn man kann die Muster noch im Shop von Sarah Payne erwerben und der Shop ist Pain Free Crafts von Sarah Payne. Ich glaube, das ist ein englischer Shop, sofern ich mich jetzt nicht irre. Und dort kann man die Muster zum Glück noch immer erwerben. Denn wie gesagt, sie haben wirklich, wirklich schöne äh, Muster, aber ich sage es auch gleich noch dazu, sehr, sehr konfettilastig. Also für jemand, der das gar nicht mag, sind die Muster auf keinen Fall empfehlenswert. Und natürlich, man muss auch diese riesigen, großen Muster auch mögen und damit rechnen, dass man da eine lange Zeit daran sitzt oder so wie es bei mir ist, auch einige Jahre daran sitze an den Mustern. Aber ja, das ist ja eigentlich meine Entscheidung, dass ich, so sticken möchte. So, ich werde kurz abzeichnen. Und zwar haben wir das und das gestickt. Da ist noch eines. Sehr gut. Aktuell 19 Kreuze schon gemeinsam gestickt. Ja, viel noch nicht, aber immerhin 19 Kreuze. Ja, wie gesagt, es ist meine Entscheidung, dass ich so langsam, vorankomme an den Bildern, weil ich ja wirklich ständig wechsle das Motiv. Ähm, aber ja, sie werden nur zur Seite gelegt und sie verschwinden ja nicht in der Versenkung. Es dauert halt einfach, bis sie etwas Fortschritt bekommen und es dauert natürlich noch etwas länger, bis sie dann fertiggestellt sind. Aber mir macht das ja nichts, wie lange das auch dauern mag. Ich bin da ja eher nicht der große Finisher, sondern ich bin, wie sagt man so schön, ein Progress-Sticker. Also mir geht's einfach daran, ja, um den Spaß am Sticken, einfach da, dass ich Fortschritte sehen kann, das macht mir Spaß. Und es ist mir gar nicht so wichtig, dass jetzt unbedingt das Motiv fertiggestellt werden muss. Ja, früher oder später wäre es vielleicht doch nicht so schlecht, einmal eines fertigzustellen, aber es hat nicht oberste Priorität bei mir. So,
Jetzt habe ich tatsächlich Glück, einmal einen Faden länger sticken zu können, was wirklich sehr untypisch ist bei diesem Muster. So, ich trinke einen Schluck. Ja, ich habe mir das ja auch erdreht mit meinem Glücksrad. Also das ist natürlich wieder Teil gewesen von den Projekten, die ich mir erdreht habe. Und ja, das nächste Update steht ja sozusagen schon wieder bald vor der Tür. Und ja, ich habe aktuell an allen Projekten schon gearbeitet, außer an einem Projekt. Also ein Projekt fehlt mir da noch, aber ein bisschen Zeit ist ja noch für das Monatsupdate. Und dann habe ich mein Ziel auch schon wieder erfüllt. Mein Ziel ist es ja, jedes Projekt, das ich mir mit dem Glücksrad erdreht habe, einmal in die Hand zu nehmen. Und ich muss sagen, das funktioniert für mich wirklich ausgezeichnet. Und ich habe total viel Spaß daran. Mir wird nicht langweilig. Ich kann die Motive sehr oft wechseln innerhalb eines Monats und ich freue mich dann auch schon wieder auf das nächste Glücksrad, um dann wieder um acht Motive zu erdrehen. Ich erdrehe ja mir immer 8 Motive und ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf das nächste Update und bin dann auch schon wieder sehr gespannt, was es für das Monat Juli werden wird. So, ich streiche kurz ab. So, wir haben 29 Kreuze gestickt. Ja, aktuell an diesem Motiv habe ich in diesem Monat erst, ja, jetzt habe ich 236 Kreuze gestickt, aber jedes Kreuz ist ein Fortschritt und ich habe mein Ziel erfüllt und an dem Motiv gestickt, also an dem Bild gestickt. Ja, wie gesagt, beim nächsten Update bin ich schon sehr gespannt, was ich mir erdrehen werde. Und ich muss sagen, ich hoffe, es werden jetzt dann im nächsten Monat ganz andere Bilder. Ich habe jetzt dieses Monat sehr viele Bilder im gezählten Kreuzstich. Also ich glaube, 6 der 8 erdrehten Projekte sind tatsächlich im gezählten Kreuzstich und 2 Projekte mit Vordruck. Also würde ich mich doch dann vielleicht freuen, wenn es nächstes Monat eher Vordruckbilder werden würden. Ja, und mal ganz andere Projekte, denn manche habe ich jetzt schon 2, 3 Monate hintereinander immer wieder erdreht und da würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn es ganz andere Projekte werden würden. Aber ja, ich bin mal gespannt, was sich ergibt. Wenn es nicht so ist und wieder die gleichen Projekte erspielt werden, ja, dann werde ich auch wieder die gleichen Projekte sticken. So, jetzt muss ich kurz pausieren, denn ich sehe gerade, mein Kater möchte unbedingt bei der Tür rein. Also kurze Pause. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt versehentlich das Video beendet. Ich wollte ja eigentlich nur pausieren, aber ja, gut, ich werde das jetzt einfach zusammenschneiden und dann wird das schon passen. Ich muss ihn jetzt reinlassen. Er hat schon gekratzt an der Terrassentür, also mein kleiner Kater. Und ich glaube, es ist ein Gewitter in Anmarsch, denn er ist sehr aufgeregt und sehr unruhig und er hat ja panische Angst vor dem Gewitter.
Ich habe inzwischen auch schon weiter gestickt, denn ich dachte, ja, es wird weiter aufgenommen, das Video, aber ja, da habe ich scheinbar die falsche Taste gedrückt. Aber jetzt geht's weiter. Also es sind, ich glaube, ich habe nur ein paar Kreuze inzwischen gestickt. Ja, er versteckt sich jetzt unter dem Wohnzimmertisch, also ich kann ihn von hier sehen und das ist normalerweise das Zeichen, dass ein Gewitter kommt. Also ich war ja kurz draußen jetzt auch und habe mal geschaut. Es sieht zwar nicht nach Gewitter aus, aber bei 37 Grad jetzt am Abend wäre das ja auch kein Wunder, wenn es gewittern würde. Gut, aktuell 38 Kreuze gestickt. Das nächste Symbol und das ist die 153. Also ich werde jetzt mit euch noch ein bisschen weiter sticken, aber sollte wirklich ein Gewitter kommen, dann muss ich spontan aufhören, denn dann muss ich draußen wirklich alles ja, gewittersicher machen. So, die 153. Ich suche die Garnkarte. Mhm. Wo ist sie? Ah ja. Die 153, wie soll es anders sein? Ein Rosaton natürlich wieder. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, vielen, vielen Dank für die vielen lieben Kommentare zu meinen 500 Abonnenten-Special. Da läuft ja noch die Verlosung und ich möchte euch nur kurz darauf aufmerksam machen, bitte, bitte achtet wirklich auf die Rechtschreibung und genau, dass ihr das genauso übernehmt, wie ich es vorgegeben habe. Also Hashtag und das Wort. Und damit meine ich Hashtag und keine Leertaste dazwischen, sondern wirklich gleich den Hashtag und das Wort. Mir ist leider aufgefallen bei manchen Kommentaren, dass nach dem Hashtag ein, ja, ein Leerzeichen gesetzt wurde. Und ja, wenn ihr das nicht genau übernehmt, wie ich es vorgegeben habe, dann wird der Comment Picker ähm, das auch nicht berücksichtigen, also euer Kommentar, und ihr seid dann nicht bei der Verlosung dabei. Und das wäre ja wirklich, wirklich schade. Darum, ja, schaut euch das vielleicht nochmal an und korrigiert euer Kommentar, dass ihr da, also den Hashtag, den ihr geschrieben habt, damit ihr dann auch wirklich bei der Verlosung dabei seid. Ich möchte jetzt nicht jeden Einzelnen anschreiben, bei dem das jetzt nicht passt, sondern es muss doch jeder selbst dann ein bisschen darauf achten und das korrigieren. Aber ja, den Hinweis habt ihr jetzt von mir erhalten. Die Verlosung läuft ja noch bis 3. Juli und ich denke dann die Woche darauf werde ich dann das Video drehen, das Auslosungsvideo. Ja, und ich hoffe, es ist für euch was dabei. Ich habe wirklich versucht, 5 verschiedene Motive auszuwählen, also verschiedene Counts habe ich ausgesucht. Ich habe verschiedene, ja, wie gesagt, Motive ausgesucht. Also zum einen Tiermotive, dann gibt's ja auch noch diese Eisenbahn, also den Christmas Train. Ja, und wie gesagt, auch alles in verschiedenen Counts, in 14, 16 und 18 Counts.
Also, ich denke, da sollte für jeden etwas dabei sein. Und ja, ich freue mich natürlich über jedes Kommentar und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr zahlreich an der Verlosung teilnehmt. So, der letzte Stich von 153. Ich beende wie üblich mit einem Pinstitch und schneide den Faden dann auf der Vorderseite ab. So, dann gebe ich den Faden wieder auf die Garnkarte zurück und streiche ab. Und aktuell 44 Kreuze. Ja, ihr seht, es geht, wie gesagt, langsam voran, aber es geht voran. Die nächste Farbe ist die 3033. Das ist ein eher, ich würde sagen, Beige-Ton, ein helles Beige-Weiß. Ja. So, da habe ich vielleicht einen kurzen Faden dabei. Nein, leider nicht. Müssen wir auch einen längeren nehmen. Ja, wie gesagt, ich habe fast alle Projekte jetzt durch, die ich für diesen Monat gezogen habe. Und dann mein Hauptprojekt natürlich, der Soul von Heaven and Earth. Da sticke ich ja, wie ihr wisst, am Stone Cottage Keep. Und wir haben dann Halbzeit, das heißt mit Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli äh, ist die Hälfte der Soll-Zeit vorbei. Das heißt, ich sollte dann beim nächsten Update die 50% erreicht haben und ich glaube, das geht sich nicht ganz aus. Also, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Ende Juni und aktuell bin ich bei, ich glaube, es ist 47, knapp über 47% habe ich. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl auswendig, aber ja, über 47% auf jeden Fall. Ja, ich bin gut dabei, aber ein bisschen hinten nach. Aber das macht nichts, denn es sind wirklich nicht viele Kreuze, die mir da fehlen. Also es ist auf jeden Fall zum Aufholen und es ist noch immer machbar, dass ich den Soll mit Ende des Jahres beenden kann. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich es das schaffe. Ich habe euch ja schon gesagt, ich bin da eigentlich sehr zielstrebig und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mir dann eines dieser 3 Muster aussuchen kann. Aktuell tendiere ich da zu dem Reiher, also kann sich natürlich noch ändern bis zum Ende des Jahres, aber aktuell gefällt mir der Reiher am besten. Also, da würde ich mir dieses Pattern aussuchen. So, wieder der Pinstitch. So.
Gut, wir haben 49 Kreuze. Der Faden kommt wieder. Da oben habe ich eines vergessen zum Abzeichnen. Das heißt, wir haben 50 Kreuze. Der Faden kommt wieder auf meine Garnkarte. So. Ich glaube, den Pattern Keeper werdet ihr jetzt in dem zweiten Teil von diesem Video jetzt nicht mehr sehen, denn ja, ich glaube, das passt dann nicht mehr alles zusammen. Also, wenn ihr dann hört, ich streiche ab, dann seht ihr etwas ganz anderes. Ja, ich muss mir das dann noch anschauen. Vielleicht kann ich es auch so schneiden, dass der Pattern Keeper auch zum Video dazu passt. Aber durch das, dass ich ja vorhin mein Katerchen reingelassen habe bei der Tür, habe ich natürlich den Pattern Keeper nicht pausiert, die Aufnahme, aber das Video schon pausiert. Dadurch, ja, passen die 2 Aufnahmen nicht mehr ganz zusammen. Also solltet ihr jetzt den Pattern Keeper nicht mehr sehen, bitte entschuldigt mich, ja, für das leichte kleine Missgeschick. Ich habe mir jetzt den nächste Farbe markiert und das ist die Farbe 818 und das weiß ich, ist ein ganz zarter hellrosa Ton. Ja, da werden wir noch ein paar Kreuze zusammensticken und dann werde ich das Video auch schon wieder beenden. Wie gesagt, es tut mir jetzt wirklich leid, dass das mit den Aufnahmen vom Pattern Keeper und den Videoaufnahmen so ein bisschen ein Durcheinander geworden ist. Das war wirklich nicht meine Absicht, dieses Chaos zu erzeugen. So, ich habe da irgendwo einen Knoten im Garn. Und ich sehe leider nicht, was jetzt das Problem ist, warum ich mir da keinen Faden rausziehen kann. Ja. Ähm, ja. So. Ja, ich habe da leider einen Knoten, denn ich war jetzt etwas unvorsichtig beim Rausziehen des einzelnen Fadens und habe da einfach zu wild angezogen und der Rest des Garnes hat sich dann verknotet. Ja, ich pausiere kurz und versuche jetzt diesen Knoten zu entwirren. So, es geht wieder weiter. Ich habe es endlich geschafft, den Knoten zu entwirren. Ja, Mann, 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 ist das heute ein chaotisches Video. Ja. Also jetzt, wie gesagt, den Pattern Keeper werdet ihr jetzt nicht mehr sehen, denn jetzt passt ja gar nichts mehr zusammen, wenn ich so oft das Video pausieren muss. Aber sticken wir noch ein paar Kreuze in der Farbe 819, 18. Ach, das ist die 818. Und ich habe die 819 rausgesucht. Ja, da hatte ich jetzt noch mal Glück, denn jetzt hätte ich doch die falsche Farbe gestickt. So. Das seht ihr. Etwas unachtsam. So, aber jetzt die 818 und nicht 819. Obwohl die Farben sind ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Also die haben ganz feine Nuancen nur an Unterschied, also an Farbunterschied. Ja, etwas chaotisch. So.
Aber jetzt machen wir noch ein paar Kreuze von der 818 und dann denke ich mir, werde ich das Video beenden und wirklich nach draußen gehen und alles, unwettersicher machen. Der Katerchen sitzt noch immer unter dem Wohnzimmertisch und das, wie gesagt, ist Zeichen, dass ein Gewitter in Anmarsch ist. Also irgendetwas muss draußen los sein, dass er so aufgeregt war, an der Tür gekratzt hat. Er kratzt nie an der Terrassentür normalerweise. Also wirklich nur, wenn es sehr, sehr dringend ist, dass er rein muss. Und diesmal dürfte es wirklich sehr dringend sein. Aber es freut mich, dass ich jetzt ein paar Kreuze mit euch gemeinsam sticken konnte. Es ist nicht so viel geworden, wie ich mir erwartet habe. Aber ja, ein bisschen was. Ein bisschen Fortschritt habe ich ja trotzdem gemacht. So. Dann streiche ich kurz ab. Und dann werden wir noch darunter ein paar Kreuze sticken. Ja, und ihr seht auch in der Kamera, also das Motiv ist konfettireich. Ich weiß nicht, ob man die ganzen Nuancen an diesen Rosatönen und Rottönen in der Kamera erkennen kann, aber ich kann euch versichern, es sind sehr, sehr viele Nuancen. Gut, bei 99 Farben ist das ja jetzt auch kein Wunder, denn der Hauptteil ist ja diese Peppermint Rose, dann ist nur ein kleiner Teil an Hintergrund dabei und ein bisschen, Blätter, aber sonst das Ganze die Rose füllt das ganze Bild eigentlich aus, also wirklich das Hauptmotiv. Und 99 Farben. So, wie gesagt, es neigt sich jetzt dem Ende das Video. Wir haben noch in etwa 5 Kreuze zu sticken oder ein bisschen mehr. Ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Ihr kommt hoffentlich auch gut mit diesem Wetter zurecht. Besonders bei diesen wirklich extremen Temperaturen sollte man sich ja wirklich nicht unbedingt draußen aufhalten. Ich hoffe, ihr habt es auch kühl in eurer Wohnung oder auch eurem Haus, je nachdem. Denn das ist wirklich wichtig, dass sich der Körper auch, bei dieser Hitze erholen kann. Und wenn es wirklich so heiß in den Innenräumen ist, dann kann der Körper sich auch nicht wirklich regenerieren und erholen. Also darum achtet wirklich auf euch, schaut, dass ihr euch im Kühlen aufhält. Das ist wirklich, wirklich sehr wichtig und vergesst nicht zu trinken. Ja, ich als Krankenschwester sage diese Worte sehr oft am Tag, aber man vergisst auch bei dieser Hitze zu trinken. Man glaubt es kaum, aber die meisten trinken bei dieser Hitze einfach viel zu wenig. Ja, alleine durch das Schwitzen natürlich braucht der Körper viel mehr Flüssigkeit. So,
Aber ich möchte euch jetzt nicht weiter belehren und werde tatsächlich jetzt dann das Video beenden. Wir hören uns dann in einem kleinen Unboxing-Video wieder. Das ist dann wieder für Freitag geplant. Ein eher kurzes Unboxing, aber ein sehr schönes Unboxing. Also würde ich mich wieder freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. So, den Faden nochmal geparkt auf der rechten Seite und abstreichen. Und tatsächlich habe ich jetzt 67 Kreuze mit euch gestickt und ich denke, das reicht für heute. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe mich wirklich wieder sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart und hoffe natürlich, dass ihr auch im nächsten Video und auch bei der nächsten Stickzeit wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und tschüss.